Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als allererstes möchte ich sagen, entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin erkältet, aber es hilft nichts. Ich muss trotzdem die Wohnung putzen und ich wollte schon ewig mal einen Putzvlog machen und heute ist der Tag der Tage. Da muss ich ja auch nicht so viel reden, von dem her ist es ja ganz okay. Ich möchte so ein kleines Experiment machen. Und zwar möchte ich gerne mal messen, wie lange ich eigentlich ungefähr für den Wohnungsputz brauche. Ist nicht so, als hätte mich irgendjemand danach gefragt, aber es interessiert mich einfach, wie viel Zeit pro Woche ich dafür brauche. Und unter Putzen verstehe ich vor allen Dingen Staubwischen von allen Oberflächen, Putzen der Spiegel im Bad, der Toiletten, der Oberflächen in der Küche und der Oberflächen im Wohnzimmer. Staubsaugen bleibt mir zum Glück erspart, denn dafür haben wir einen Staubsaugerroboter. Das muss ich also Gott sei Dank nicht mehr machen. Ich habe beim Möbelkauf hier in der Wohnung darauf geachtet, dass alle Möbel hoch genug sind, dass der Staubsaugerroboter da drunter fahren kann. Die einzige Ausnahme ist mein Schlafsofa im Büro, aber da gehe ich auch nicht jede Woche drunter zum Saugen. Ansonsten hat sich so ein ganz bisschen Zeug angesammelt, was hier überall so ein bisschen rumliegt. Das heißt einfach ganz normales Aufräumen, Oberflächen wischen, sauber machen. Und das war's. Das heißt, ich mache mir jetzt mal den obligatorischen Pferdeschwanz zum Putzen, hole mir meine Putzsachen und mein Handy mit einer Stoppuhr, denn ich möchte es natürlich ganz genau wissen, beziehungsweise möchte ich natürlich irgendeinen Anhaltspunkt dafür haben, wie lang es unterm Strich dann ist. Und ich lade euch herzlich ein, mitzumachen und eure Wohnung auch zu putzen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich kann es aber auch sehr verstehen, wenn ihr keine Lust drauf habt. Wir starten mit dem Badezimmer en suite. Das ist das, was ich am wenigsten gerne putze und deswegen fange ich immer ganz gern damit an, weil alles andere danach kommt mir irgendwie einfacher vor. So, ich gehe jetzt in die Küche, hole Lappen und Putzmittel und dann geht's los. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. So, zum Putzen vom Badezimmer benutze ich zum einen Scheuermilch von Frosch, die hier in Chile verkauft wird, für die Armaturen, weil Essig leider zu aggressiv ist und sich meine Armaturen auflösen mit Essig, deswegen musste ich irgendwas anderes kaufen. Und die Spiegel putze ich mit Badreiniger und mehr benutze ich nicht. Und alle sonstigen Oberflächen, also jetzt auch Regale oder sowas, wische ich nur mit einem feuchten Lappen ab. Okay, dann aktiviere ich jetzt die Zeitschaltuhr. Ich bin noch voll im Gärtnermodus. Stoppuhr. Okay, also wie lange brauche ich fürs Badezimmer? Ohne Toilette, denn die Toiletten putze ich immer ganz am Schluss, wenn ich mit allem fertig bin, mit dem gleichen Lappen und dann kommt der Lappen danach in die Wäsche. Okay, also alles außer Toilette. Los geht's. Das war relativ lange, genau 15 Minuten fürs Badezimmer und es ist, tipptopp sauber. Die Fußmatten, die tue ich immer in die Wäsche, wenn ich weiße Wäsche wasche und das ist wahrscheinlich so in ein paar Tagen der Fall. Ich habe sie beim letzten Mal vergessen, deswegen eigentlich wäre es wieder nötig. Aber gut, so ist das. Und ein kurzes Kommentar zum Spiegelputzen, weil ich mir vorstellen kann, dass es in den Kommentaren landet. Warum ich die Spiegel mit Küchenrolle abtrockne und nicht mit einem Geschirrtuch, ist, weil ich kein sauberes Geschirrtuch mehr habe. Ich besitze momentan 3 Stück und das ist definitiv nicht genug und ich bin schon seit einer Weile auf der Suche nach mehr Geschirrtüchern, habe aber noch keine vernünftigen im Laden gesehen und so lang bleibt mir nichts anderes übrig, als die Spiegel mit Zewa zu trocknen, wenn ich sie streifen- und fleckenfrei haben will. Aber das wird sich in Zukunft auch ändern. Okay, dann geht's weiter mit Staubwischen im Schlafzimmer und im begehbaren Kleiderschrank.
Auf die Plätze, fertig, los! So, das waren unter 2 Minuten, 1 Minute 50 Sekunden. Und es geht weiter mit Bad Nummer 2. Und wir starten. Stopp. 10 Minuten, 40 Sekunden für dieses Badezimmer, inklusive Schrubben der Badewanne, auch noch ohne Toilette. Jetzt geht es weiter hier im Flur und da gibt es eigentlich nur dieses eine Regal hier, Staub zu wischen und mehr nicht, sollte also auch ziemlich schnell gehen. Unter 2 Minuten, 1 Minute 40 Sekunden. Nächster Halt, das Büro von meinem Mann, da steht nur ein Schreibtisch drin und eine Pflanze, sonst nichts. Also das geht auch wahrscheinlich super schnell. Ohne Eile 1 Minute 17 Sekunden. Ich würde sagen, da lohnt sich die minimalistische Einrichtung. Wenn ich überlege, wie lange ich gebraucht habe, um Staub zu wischen im Büro in Erlangen, lol. Aber wir haben hier mein Büro auch noch. Herzlich willkommen in meinem Büro, dann kümmern wir uns mal hier drum. Ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen, aber ich kann es in diesem Video nachschauen. Ich glaube, es waren 2 Minuten oder weniger. Also ebenfalls keine große Sache. Und dann bleiben nur noch 2 relativ große Zimmer übrig, nämlich das Wohnzimmer und die Küche. Wobei ich eigentlich auch noch die Loggia habe, wo die Waschmaschine drin steht, aber das ist quasi nichts. Aber wir machen es. Wir machen aber heute alles, damit ihr mal seht, wie es so ist in der Wohnung. So, hier muss ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen aufräumen. Hier liegen einige Sachen rum, die hier nicht hingehören. Das heißt, wäre dann mal das erste Zimmer, wo nicht nur Staub gewischt wird, sondern tatsächlich auch etwas aufgeräumt wird. So, und dieses Mal denke ich dran. Start und go. Wohnzimmer fertig. 7 Minuten 25 Sekunden. Wenn ich euch einen Tipp im Leben geben darf, kauft euch niemals einen Glas-Esstisch. Niemals. Das ist nicht unsere übrigens, gehört der Vermieterin. Aber so nervig, dass man den nicht einfach so schnell abwischen kann, sondern immer mit Glasreiniger und so. Katastrophe. Ja, also da liegen noch ein paar Fusseln auf dem Boden. Die sind mir vorhin aus der Hosentasche gefallen, weil ich die Hose mit einem Taschentuch gewaschen habe. Und hier in Chile sind die Taschentücher richtiger Bullshit und zerfallen in 1 Million Flusen. Deswegen muss der Staubsaugerroboter hier gleich nochmal durch. Aber da dachte ich, jetzt warte ich natürlich, bis ich fertig bin mit dem anderen Zeug.
Das heißt, als nächstes geht es ins Bad Nummer 3. Das habe ich vorhin ganz vergessen, aber wir haben ja noch eins. Here we are, neben der Küche, unser Gäste-WC. Und wir starten von vorne. 2 Minuten, 50 Sekunden ganz grob und dann fehlt bloß noch die Küche. Kurze Side-Story, ich habe hier Gemüsereste, die hatte ich eingefroren, weil ich eine Zeit lang auf einem Schlag so viele hatte und ich habe ja Kompostwürmer und die werden jetzt mal gefüttert. Man darf nicht zu viel auf einmal geben, sonst kommen sie nicht hinterher und dann kann es sein, dass es schimmelt oder so. Und deswegen, wenn ich zu viel habe, dann friere ich die einfach in so alten Plastik-Obstschalen ein und wenn ich dann eine Zeit lang nicht genug frisches Gemüse habe für meine Würmer, taue ich einfach eins auf und das habe ich gestern gemacht, habe ich gestern rausgelegt und das fütter ich jetzt an die Würmer. Dann haben wir nochmal 16 Minuten für Küche komplett und die Loggia da hinten, wobei die wahrscheinlich nur 30 Sekunden waren, weil da muss ich noch einmal über die Schränke drüber wischen. Und das war's. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Kleinigkeit und das sind die Toiletten, denn die hebe ich immer bis zum Schluss auf und danach tue ich den Lappen in die Wäsche. Und für die Toiletten habe ich momentan ein anderes Putzmittel. Das ist dieses hier, das ist eins, was die hier in Chile verkaufen und eins, das 99,9% aller Viren und Bakterien entfernt. Normalerweise hatte ich das nie zu Hause. Ich habe das aber gekauft, oder eigentlich hat es mein Mann gekauft, ich habe ihn geschickt, so ein Putzmittel zu kaufen, als wir die Lebensmittelvergiftung hatten und weil ich nicht wollte, dass wir uns gegenseitig oder andere oder uns selber zu einem späteren Zeitpunkt wieder anstecken. Und seitdem putze ich die Toiletten mit diesem Reinigungsmittel. Oder falls mein Hund zum Beispiel mal einen Unfall hat, was ja mit seinen Magenproblemen vorkam, dann habe ich das auch mit diesem Virenmittel sauber gemacht für den Fall, dass er auch eine Infektion hat und damit er sich und uns auch nicht infiziert. Also ist es notwendig oder nicht, eine Toilette damit regulär zu putzen? You never know, aber wir hatten ja letzte Woche auch meine Geburtstagsfeier mit insgesamt 13 Personen, deswegen werde ich die Toiletten jetzt auch mal wieder damit putzen. Dafür werde ich euch jetzt nicht mitnehmen mit der Kamera, aber ich zeige euch, dass ich hier auf Start drücke. Und los! So, die 3 Bäder bzw. die 3 Toiletten sind geputzt in 4 Minuten 40 und ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber jetzt ist es knapp 16 Uhr. Weiß nicht genau, wie lange ich jetzt gebraucht habe, aber ich würde sagen, wir zählen es mal zusammen. Und ja, ich bin halt, wisst ihr Leute, Stift und Papier gehen, Zahlen und so, macht mir einfach echt Spaß. Vor allen Dingen, finde ich, hilft mir das auch in der Zukunft bei der Planung, weil jetzt weiß ich nämlich, wenn ich es zusammenzähle, ich brauche zum Beispiel 1 Stunde zum Putzen und dann weiß ich genau, schaffe ich das jetzt noch, bevor ich los muss oder nicht. Und so ist es immer irgendwie so eine vage Nummer und man denkt sich so, ja, lohnt sich jetzt nichts anzufangen, schaffe ich eh nicht oder so. Aber jetzt wissen wir es gleich. Ich habe mich jetzt nicht extra beeilt für das Video, ich habe mein ganz normales Tempo gemacht, ich habe aber auch nicht getrödelt. Aber mein Hund meldet sich gerade, er will Gassi, das heißt, wir gehen erst raus und danach rechnen wir zusammen. So, ihr wisst, Stift und Papier gehen, ich habe das jetzt ganz genau ausgerechnet mit einer Excel-Tabelle. Lol. Absolut nicht notwendig, aber ihr wisst, ich liebe das. Und es sind exakt 59,6
Minuten. Also, wenn wir es runden, exakt 60 Minuten, exakt eine Stunde. Natürlich ist es nicht immer gleich, manchmal sind Sachen dreckiger, weniger dreckig. Heute waren die ersten 2 Bäder super dreckig, der Rest war dafür echt in Ordnung. Manchmal geht es auch mehr ums Aufräumen. Ihr wisst selber, wie ein Hausputz funktioniert. Aber ich fand es mega interessant zu wissen, dass ich exakt eine Stunde brauche. Und ich kann mich an die Kommentare erinnern, als ich die Wohnungstour gemacht habe, nach dem Motto, ja, kann ja nicht lang dauern, bis du dir eine Putzfrau holst. Aber Leute, für was eine Stunde die Woche ist gar nichts halt. Das ist eigentlich fast das Gleiche, wie ich in Erlangen gebraucht habe. Oder vielleicht sogar das Gleiche. Ich habe leider damals nicht die Zeit gestoppt. Aber ich weiß, dass wir dort viel mehr Sachen rumstehen hatten auf den Oberflächen. Wir hatten viel mehr Möbel, wir haben saugen müssen und alles und wischen müssen. Das macht jetzt alles der Roboter für mich. Und deswegen, ja, super easy peasy. Also nur weil man mehr Quadratmeter hat, heißt das nicht, dass man irgendwie Stunden mit Putzen verbringt. Und das mit den Fenstern ist ja auch so ein Thema. Ich habe ziemlich viele Fenster, aber die kann ich nicht selber putzen. Dafür brauche ich eine Putzfirma, weil man die Fenster nicht öffnen kann. Das ist so ein Chile-Ding, das ist super nervig. Aber dafür muss man Leute beauftragen. Lustigerweise habe ich das in Erlangen aber auch gemacht. Ich habe in Erlangen unsere Fenster teilweise vom Hausmeisterservice putzen lassen, einmal im Jahr. Am Schluss dann nicht mehr, also beim Umzug habe ich es dann selber gemacht, aber zwischendrin die Jahre habe ich es einmal im Jahr von der Firma machen lassen. Also von dem her auch kein Unterschied zu Erlangen und wir hatten ja in Erlangen auch super viele Fenster. Also ich hoffe, ihr fandet es interessant, ich fand es mega interessant und mit der Info kann ich auf jeden Fall viel besser planen in der Zukunft. Und ich kann vor allen Dingen auch meinen Mann dazu verdonnern, weil ich genau weiß, wie lange es dauern darf, wenn man es richtig macht. Aber Spaß beiseite, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt mal gesehen, wie das bei mir so läuft. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Sonntag und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dann! Stimme schon jetzt.